Ja, kennt ihr das auch? Die Stromrechnung kommt per Mail und dann wird die runtergeladen, man benennt sie um und schiebt sie dann manuell in den entsprechenden Dokumentenordner. Was wäre, wenn dieser ganze Prozess komplett verschwinden könnte? Heute zeige ich euch, wie ihr Paperless NGX so einrichtet, dass euer Postfach scannt und Dokumente vollautomatisch archiviert. Der Nutzen: Zeitersparnis, keine vergessenen Anhänge mehr und natürlich Ordnung per Autopilot. Interessiert? Dann bleibt dran. Nach dem Intro, da machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, bevor wir uns also um die Details im E-Mail-Postfach und um die notwendigen Einstellungen im Paperless NGX selber kümmern, sehen wir uns natürlich erst einmal die grundlegenden Funktionen des E-Mail-Abrufs in Paperless NGX an. Ja, also was passiert da eigentlich bei der Mail-Abfrage, ne? Also Paperless agiert wie ein ganz normaler E-Mail-Dienst und fragt ein Postfach via IMAP entsprechend ab. Wichtig ist dabei zu wissen, es löscht nichts, außer man will es, ja? Also, sondern versucht gezielt oder nicht versucht, sondern sucht gezielt nach Anhängen beziehungsweise Inhalten, die dann verarbeitet werden können. Als Sicherheitshinweis nutzt am besten einen dedizierten Unterordner, zum Beispiel nennt den Paperless oder nennt ihn Archiv oder eine eigene E-Mail-Adresse für eure Dokumente. Ja, also in dem Praxisbeispiel, was ich hier mit euch mache, nutze ich einen separaten Ordner im Postfach, also mit dem Namen Paperless. Wie und wo du da bei deinem E-Mail-Provider einen zusätzlichen Ordner einrichten kannst, das mag sich unterscheiden. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier bei web.de gemacht, wo ich eine E-Mail-Adresse entsprechend habe. Das mag bei GMX, das mag bei Gmail oder wie auch immer, mag das etwas anders sein. Aber wie gesagt, ganz so kompliziert kann es eigentlich nicht sein. Und hier kann man je nach Vorliebe also ein automatisches Verschieben oder aber ein Kopieren von eingehenden Mails entsprechend auch über Filterregeln gleich schon definieren. Oder aber du verschiebst die relevanten Mails, die also mit Anhängen oder die für dich relevant sind im Paperless, eben manuell in diesen Ordner. Wenn du das aber tust, ist wichtig, dass du dann die Einstellungen in Paperless selber, die wir gleich noch machen werden, dass du die bitte da noch mal genauer prüfst. Weil wenn du dort nämlich zum Beispiel eingestellt hast, dass nur ungelesene Mails entsprechend verarbeitet werden, aber im Postfach selber zum Beispiel eine gelesene E-Mail dann in diesen Ordner verschiebst, dann funktioniert der Mechanismus nicht mehr. Ja, also ich habe zum Beispiel hier das zu Demo-Zwecken hier in diesem Praxisbeispiel mit einer Filterregel entsprechend gearbeitet, die neue E-Mails, die eingehen, mit dem Betreff Versicherung ungelesen in den Paperless-Ordner kopiert. Ja, und da kann er dann von Paperless selber auch entsprechend konsumiert werden. Die Kopie hat den Vorteil, dass Paperless die Mail nach der Verarbeitung entsprechend löschen kann aus dem Paperless-Ordner auf meinem E-Mail-Postfach, mir diese E-Mail aber trotzdem weiterhin ja in der Inbox zur weiteren Nutzung zur Verfügung steht. Das heißt also, ich kann die da nochmal separat archivieren, was auch immer du in deinem E-Mail-Postfach vorhast. Damit ist diese E-Mail entsprechend immer noch vorhanden und du kannst damit tun und lassen, was du möchtest. Ja, sofern du natürlich eine eigene E-Mail-Adresse für Paperless nutzen möchtest, dann kannst du dann natürlich auch den Inbox-Ordner dieses Postfaches nutzen und musst nicht noch einen separaten Ordner definieren. Paperless scannt dann entsprechend alles, was dann da auch eingeht. Bei der Vorgehensweise musst du natürlich in deinem Ursprungspostfach eine entsprechende Weiterleitungsregel definieren, damit die Mails, die dann für dich relevant sind, mit den Anhängen oder was auch immer da drin ist, dann auch entsprechend weitergeleitet werden an die Paperless separat oder an die separate Paperless E-Mail-Adresse. Und aber du musst hergehen und musst relevante E-Mails dann manuell entsprechend an die E-Mail-Adresse weiterleiten. Welchen Weg du da wählst, ist rein deinem Geschmack überlassen. Funktionieren tun beide. Ich habe es einmal hier im Demo, habe ich das mit dem Ordner getestet. Das funktioniert also problemlos und im Produktiveinsatz habe ich eine separate E-Mail-Adresse, auf die ich dann entsprechend alle meine relevanten Mails leite oder weiterleite und die dann dort verarbeitet werden. So, ja, jetzt sind wir hier im Paperless Demo-System und jetzt wollen wir uns dann mal gemeinsam ansehen, was wir denn eigentlich hier bei E-Mail
an Einstellungen machen müssen, damit das überhaupt funktioniert. Und das erste ist natürlich, wir müssen das E-Mail-Konto hier entsprechend bekannt machen. Ich habe das hier jetzt natürlich schon mal gemacht. So, und ich habe das jetzt hier einfach als Testkonto bezeichnet. Ne? So, ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Beispielkonto, also bei web.de, das ist aber stellvertretend für GMX oder was auch immer, was man da alles machen möchte. Dementsprechend muss man jetzt dieses Konto, was man benutzen möchte, natürlich hier entsprechend einrichten. So, also dieser Name Testkonto, der ist selbst gewählt. Dann muss ich natürlich sagen, welchen IMAP-Server habe ich. Ne? Das ist jetzt hier in dem Fall IMAP web.de. Welchen Port, das ist dann üblicherweise so die 993. Und ich muss hier sagen, welche Verschlüsselung oder welche Sicherheit man hier hat. Und web.de sagte also, das ist SSL. So, das mag bei euch anders sein. Das müsst ihr entsprechend dann bitte über euren E-Mail-Postfachprovider dann entsprechend abfragen und dann kann man das hier eingeben. So, als nächstes kommt natürlich hier dazu, dass der Benutzername abgefragt wird. Das ist üblicherweise eure E-Mail-Adresse und natürlich das zugehörige Kennwort. Hier muss man vorsichtig sein. Es gibt E-Mail-Provider. Ich glaube, bei GMX ist das so und ich glaube auch bei Microsoft, also bei Outlook oder ähnliches. Die erwarten hier unter Umständen noch separate Kennwörter, die sich dann, sage ich mal, aus dem Postfach selber ergeben. Da müsst ihr bitte ein bisschen schauen. Das kann ich hier jetzt nicht nachvollziehen, weil ich solche Postfächer nicht habe. Aber grundsätzlich kann das sein, dass das ein klein wenig anders läuft. Aber ich sag mal, wie gesagt, hier bei web.de ist das so. Benutzername, Kennwort, ne, genauso wie man sich auf der Web-Oberfläche entsprechend dann bei dem E-Mail-Postfach einloggt. Das muss dann entsprechend da rein. So, Zeichensatz, da habe ich jetzt nichts dran geändert. Das ist UTF-8 und damit ist das eigentlich auch gut. Zum gutem Schluss kann man hier jetzt noch sagen, ich möchte das testen, ob das funktioniert hat. So, und da kommt jetzt eine andere Meldung. Aber die Verbindung zum Mail-Server wurde erfolgreich hergestellt. Also ist das eigentlich alles hier schon mal gut. Heißt also, unser Mail-Server kann abgefragt werden oder beziehungsweise der wird jetzt automatisiert abgefragt. Paperless tut das in einem 10 Minuten Zeitfenster. Das Ganze kann man auch verändern. Dafür muss man aber in die Config oder man muss Environment, also die Umgebungsvariablen entsprechend verändern. Habe ich jetzt hier nicht getan. Also üblicherweise fragt er jetzt also hier in dem Fall alle 10 Minuten ab. So, das nächste, was dann interessant ist, man muss ja klären, was soll denn jetzt Paperless eigentlich machen oder beziehungsweise nach welchen Regeln. Und dabei kann man hier E-Mail-Regeln definieren. Die kann man auch dann entsprechend sortieren, nach welcher Reihenfolge das alles gemacht werden soll. Und wir machen jetzt einfach mal hier eine entsprechende Regel auf. Ich habe die jetzt einfach hier Demo-Regel Information genannt, ist auch völlig egal. Konto ist hier das Testkonto, ne? Das heißt also, ich kann hier auch ich kann hier mehrere Konten entsprechend verwalten und bei der Reihenfolge kann ich sagen, welche Reihenfolge hat diese Regel. Steht die an erster Stelle, steht die an 7. oder 8. oder 9. oder 10. Und ich kann hier auch sagen, ich deaktiviere die, wenn ich hier nur einfach eine Regel habe, wo ich sage, manchmal weiß ich nicht, ob ich die brauche oder nicht. So. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Und ich hatte ja gerade schon mal angedeutet, ne? Also ich habe bei mir in dem E-Mail-Postfach einen Ordner angelegt, der sich Paperless nennt. Ob ihr den Archiv oder wie auch immer nennt, ist völlig egal. Also bei mir heißt der Paperless und dieser Ordner wird entsprechend abgefragt. Wenn ihr eine separate E-Mail-Adresse habt und fragt den Inbox-Ordner ab, dann muss hier natürlich Inbox rein. Und hier bitte auch vorsichtig sein. Also das Ganze ist case-sensitive. Ne? Das heißt also Groß-Kleinschreibung bitte beachten. Ne? Also wenn Inbox jetzt komplett alles groß geschrieben ist, dann muss das auch entsprechend hier rein. Und sonst funktioniert das nicht, sonst findet der den Ordner nicht. Der sucht das also wirklich anhand der einzelnen Buchstaben ab. So, dann kann ich hier noch sagen, das maximale Alter der E-Mails, die ich da abrufe. Ne? Also ich sag mal, wenn ihr neu anfangt und habt unter Umständen ein Postfach, wo Paperless jetzt erstmal, weiß ich nicht, die letzten 2 Jahre durchforsten soll, dann sind natürlich 2 Tage ein bisschen wenig, aber im Normalbetrieb, wenn ihr also tagtäglich da irgendwie reinguckt, dann sollte das maximale Alter, weiß ich nicht, 2 Tage sein, vielleicht auch nur 1 Tag. Müsst ihr selber für euch definieren, aber ich sag mal, wenn Paperless regelmäßig auf das Postfach guckt, dann sollte das Alter hier eigentlich nicht älter als ein Tag sein. So, dann gehen wir hier ein Stückchen weiter nach unten und kommen hier jetzt zum Verarbeitungsumfang. Ne? Also was soll Paperless denn jetzt eigentlich
verarbeiten. Und hier gibt's jetzt zum Beispiel das Thema, dass ich sage, nur Anhänge verarbeiten. Das ist etwas, das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir auch eingestellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier eine Nachricht, jetzt hat er das zugemacht, eine Nachricht als .eml zu verarbeiten. Das heißt also, wenn ihr eine E-Mail habt, die ihr also wirklich auch als Dokument hinterlegen wollt und jetzt nicht den Anhang dazu oder einen Anhang verarbeiten wollt, dann könnt ihr auch sagen, Nachricht als EML verarbeiten. Das Problem an der Sache ist, dass der das natürlich immer tut und nicht nur für bestimmte Nachrichten. Das heißt also, hier müsste man dann natürlich viel, viel dezidierter dann auch filtern und sagen, bei welchen Nachrichten soll das wirklich passieren, weil ansonsten nehmt ihr euch alle Nachrichten, die ihr bekommt, mit welchem Inhalt auch immer, und legt die euch als Dokument an. Das heißt also, ihr müllt euch euer Dokumentenmanagementsystem voll. Ja, so, hier kann ich jetzt noch sagen, also einmal die Nachricht selber als Dokument anlegen und den Anhang, sofern einer vorhanden ist, separat verarbeiten. So, ich bin hier normalerweise auf nur Anhänge verarbeiten und das reicht dann eigentlich auch. So, dann kann man jetzt hier noch sagen, der Dateianhangstyp heißt also nur Anhänge verarbeiten oder alle Dateien verarbeiten auch Anhänge im Textkörper. Hier muss man natürlich gucken, es kann sein, dass so ein Textkörper dann auch mal irgendwelche Bitmaps enthält, ne? Also irgendwelche Firmenlogos und so weiter und so fort. Wenn man das anwählt, dann würde der auch solche zusätzlichen Dokumente oder zusätzlichen Files versuchen zu verarbeiten. Halte ich jetzt nicht so viel von. Also ich bin hier eher bei dem Thema nur Anhänge verarbeiten. Und hier kann ich jetzt noch sagen PDF-Layout, ne, also Systemstandard, Text, dann HTML, dann Text, nur HTML, nur Text. Ich habe jetzt hier Systemstandard gesagt, ganz ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was man da tut. Muss ich gestehen, also bei mir hat das bis jetzt immer funktioniert. Ich habe hier keine wirkliche Ahnung. Müsste man mal wirklich in die Hilfedateien gucken, was da mit dem entsprechenden Thema gemeint ist. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Wie soll eigentlich oder was soll jetzt eigentlich dann mit dieser E-Mail passiert werden oder mit passieren? So, und hier hatte ich ja schon mal gesagt, welche Aktion dann Paperless am Ende des Tages auslöst. Ne? Also dieses Paperless löscht normalerweise keine Files, es sei denn, ich will das. Und das ist hier angehakt. Ne? So hatte ich gesagt. Also ich möchte ganz gerne, dass dieser zusätzliche Ordner oder dass die Mail, die dann als Kopie ja in meinem Paperless-Ordner landet, da ich die ja noch in meinem Originalordner zur Verfügung habe, möchte ich, dass die gelöscht wird. Damit habe ich auch eine Übersicht nachher in dem Paperless-Ordner auf meinem Mail-Server, was eigentlich noch da ist, eventuell nicht verarbeitet wurde und was schon alles oder beziehungsweise was nicht mehr da ist. Man kann hier auch sagen, einen Ordner angeben und dahin verschieben. Man kann auch sagen, dass diese E-Mail als gelesen markiert wird. Und dann gibt's hier gleichzeitig den Hinweis, dass gelesene E-Mails, das heißt, und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ihr eine gelesene E-Mail in dieses Verzeichnis verschiebt, dann kann das sein, dass Paperless das nicht mehr verarbeitet. Das ist jetzt hier dann der Fall. Ne? Also eine gelesene, gekennzeichnete E-Mail würde von Paperless nicht verarbeitet, wenn sie dann in diesen Ordner verschoben oder in den Paperless-Ordner kommt. Heißt also, das ist hier der Punkt. Man kann weiterhin sagen, als wichtig markieren und die verarbeitete wichtige E-Mail würde nicht verarbeitet werden. Heißt also, eine, die schon als wichtig markiert ist, wird nicht verarbeitet, aber die nicht verarbeitet wurde, wird als wichtig markiert. Oder markiere die E-Mails mit dem angegebenen Tag, verarbeite, bla bla bla, schieß mich tot. Also ich gehe hier üblicherweise auf das Löschen. Wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden, welcher Weg da für euch der sinnvolle erscheint, je nachdem, wie ihr euer Postfach auch entsprechend verwalten wollt. So, und hier kommen wir noch zu dem Thema die Titelzuweisung. Ich sage üblicherweise den Betreff als Titel verwenden. Ne? Also das, was ich als E-Mail-Betreff habe, das will ich auch als Titel sehen. Man kann jetzt sagen, der Dateiname des Anhangs als Titel verwenden oder den Titel nicht aus dieser Regel zuweisen. Kann man sich auch überlegen. Ich tendiere zu Betreff als Titel zu verwenden. Wer schon mal Rechnungen unter Umständen bekommen hat, die als Anhang sind, da sind so kryptische Dateinamen. Wer das nachher als Titel hat, okay. Aber wie gesagt, auch da, Geschmack ist da halt eher unterschiedlich. Ja, so. Und hier kann man jetzt noch sagen, Eigentümer von dieser Regel entsprechend zuweisen. Jetzt gehen wir wieder ein Stückchen nach hinten und jetzt kommen wir beziehungsweise nach oben, Entschuldigung, jetzt kommen wir zu den Filtermöglichkeiten, die es da gibt. Ich kann nämlich hier sagen, ich möchte jetzt diese Regel zum Beispiel nach einem Absender filtern, nach einem Empfänger, nach dem Betreff filtern oder nach dem Nachrichteninhalt filtern. Und wir hatten ja gerade schon mal gesagt, ich verschiebe ja meine E-Mail, wenn die zum Beispiel Versicherung enthält.
dann verschiebe ich die ja in in den entsprechenden Ordner. Und ich habe jetzt hier gesagt, wenn in dem Betreff Versicherungsnummer erscheint, dann soll diese Regel jetzt hier zum Ausdruck kommen. Ich kann hier mehrere Sachen natürlich eingeben. Ich kann aber auch für jeden einzelnen Filter eine eigene Regel machen, ne? Also das hängt davon ab, was man am Ende des Tages möchte. Heißt also, in diesem Fall würde Paperless jetzt in diesen Ordner gucken, der Paperless heißt, und würde die E-Mail, wenn die den Betreff Versicherungsnummer hat, dann würde dieser Filter hier greifen, ne? Oder diese Regel greifen. So, und jetzt kann ich hier noch sagen, nur übereinstimmende Dateien einbeziehen. Hier kann ich jetzt auch noch Filterwörter oder ich kann jetzt sagen .pdf oder .rechnung oder irgendwie sowas eingeben. Und genau das hier mit dem Gegenteil, ne? Also dass ich sage, übereinstimmende Dateien sollen ausgeschlossen werden. Na, so, das kann man hier alles noch entsprechend eingeben. Ich habe das bislang so noch nicht benutzt, aber es mag durchaus Szenarien geben, wo das sinnvoll erscheint. So, interessant ist natürlich auch noch, dass ich hier jetzt sagen kann, dass ich einen Tag vergebe, ne? Also ich sag mal, das Posteingangstag, das habe ich ja sowieso, das wird ja sowieso vergeben, wenn ein neues Dokument reinkommt. Ich habe jetzt hier einfach gesagt, ich möchte das Tag E-Mail vergeben, sofern hier diese Regel greift, ne? Also gebe ich das Tag E-Mail und ich möchte jetzt, weil wir ja gerade gesagt haben, Versicherungsnummer, ne? Also ich möchte jetzt den Dokumententyp zuweisen, dass es eine Information ist. Ich kann jetzt irgendeinen auswählen, ne? Also von denen, die ich habe. Ich habe jetzt hier Rechnung und Informationen. Das kann man tun. Damit wird dem Dokument gleich mitgegeben, dass es eine Information ist. Da muss man natürlich immer gucken, auf Basis von einer Versicherungsnummer im Betreff zu sagen, es ist eine Information, vielleicht ein bisschen gewagt, aber die Möglichkeit besteht, dass man solche Sachen dann automatisiert hier zuweisen lässt. Das gleiche gilt für die Korrespondentenzuweisung, ne? Also hier kann man ausgewählten Korrespondenten verwenden, keinen Korrespondenten zuweisen, die E-Mail-Adresse oder was auch immer, Namen, falls nicht verfügbar. Also da sucht man sich irgendetwas aus, was man machen möchte. Und wenn ich sage, ausgewählten Korrespondenten verwenden, ne, also wenn ich jetzt sage, ich nehme das mal eben weg, keinen Korrespondenten, dann ist auch das untere Feld hier weg. Wenn ich aber sage, ich möchte einen ausgewählten Korrespondenten verwenden, dann habe ich hier wieder mein Auswahlmenü. Ich habe Korrespondent, Verkäufer und Versicherung und in dem Fall wäre es dann halt die Versicherung. So, das sind quasi die Regeleinstellungen, die ich hier machen kann. Und wie gesagt, ich kann hier mehrere Regeln definieren, nach denen Paperless die dann Stück für Stück durcharbeitet, in diesen Ordner, in den Paperless-Ordner auf meiner Mailbox guckt und dann entsprechende Aktionen durchführt. So, ich habe jetzt mal eine E-Mail entsprechend verschickt und die sollte jetzt dann auch eigentlich gleich im Posteingang hier erscheinen. Aha, da haben wir schon eine E-Mail und da ist die jetzt also vorhanden. Jetzt ist die gleich hier doppelt vorhanden. Habe ich da irgendwie doppelt geklickt? Gut, weiß ich jetzt noch nicht. Nee, das kann natürlich jetzt sein. Die ist einmal kopiert und dann sollte die gleich genau, jetzt haben wir noch eine E-Mail hier in dem ungelesen Eingang, ne? Und wir haben eine E-Mail hier bei Paperless. So. Diese wird jetzt im nächsten Zyklus entsprechend verarbeitet, in dieser 10-Minuten-Zyklus. Und zwar ist das dann noch in 4 Minuten circa. Also da müssen wir jetzt noch einen kleinen Moment warten und bis das alles entsprechend bearbeitet wird. So, jetzt haben wir 10 nach. Jetzt müssen wir mal gucken. Der ist noch da. Aha, guck mal einer an. Jetzt ist wird die E-Mail hier entsprechend angelegt. Das heißt, sie ist da. Müssen wir hier noch mal gucken und jetzt ist sie hier gelöscht. So, heißt also, was wir sehen können, dass die E-Mail wurde also entsprechend abgerufen, ist jetzt in meinem Paperless entsprechend gelöscht und ist in meinem Posteingang entsprechend aufgetaucht. So, damit wir das jetzt etwas besser hier auch dann noch uns ansehen können, gehen wir mal auf diese Seite. So, jetzt gehe ich hier auf Öffnen und da haben wir unser Dokument. So, wir haben jetzt das Titel oder den Titel. Der ist jetzt natürlich hier, ist das Forwarded drin, weil ich habe eine E-Mail als Weiterleitung gemacht. Das heißt, das Forwarded schmeiße ich jetzt weg. Dann habe ich den Titel, der 1.1.26. Ich hatte vorher gesagt, ich möchte ganz gerne den Korrespondenten Versicherung haben. Der Dokumententyp sollte Information sein. Speichertyp Speicherpfad ist Standard und ich sehe hier den E-Mail-Tag und den Posteingangstag. Wenn ich jetzt auf Speichern gehe, ist der Posteingangstag weg und nur der E-Mail-Tag bleibt über.
So, und jetzt sehe ich das bei den Dokumenten. Heißt also, alles ist genauso passiert, wie ich das wollte. Ja, wie gesehen, so komplex und aufwendig ist die E-Mail-Einrichtung in Paperless NGX eigentlich gar nicht. Aber dafür sind natürlich die Erleichterungen, dass Mails direkt in Paperless importiert werden, also nach meinem Dafürhalten doch enorm. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob das auch für euch eine Erleichterung entsprechend darstellt. Ja, und damit bin ich auch schon durch mit dem Paperless E-Mail Tutorial. Ich hoffe, das hat euch gefallen oder ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig geholfen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne, wie gesagt, den Daumen rauf da. Das hilft mir, das hilft dem Kanal. Abonnieren dürft ihr den Kanal natürlich auch. Wenn ihr die Glocke drückt, dann erfahrt ihr immer, wenn ich hier etwas Neues mache. Für Fragen, Anregungen oder Kommentare, bitte nutzt unten die Kommentarfelder unterm Video. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Also von daher, bitte schreibt mir einfach. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel über, als zu sagen, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und ja, gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.